Wo ist die Festplatte? In der Innentasche. Lassen Sie mich gehen. Sie haben doch, was Sie wollen. Stimmt. Kommissar Tannauer, seltener Besuch. Wissen Sie was Neues? Sie ist überfahren worden. Ach, auch was ich nicht weiß. Leider noch nicht. Leo. Morgen, Billy. Wieso warst du nicht am Hafen? Wir haben stundenlang versucht, dich zu erreichen. In dem Krankenhaus die Besuchszeiten verlängert? Tut mir leid, meine Frau ist völlig fertig wegen der Kleinen. Ja, verstehe schon. Morgen. Ach, Kommissar Lohmann. So. Wen haben wir denn da? Nadja Meyer, 23, geboren in Leipzig, Prostituierte. Kam wohl gerade vom Kunden. Ziemlich teuer. Hatte 2 Braune in der Tasche. Er war vielleicht unzufrieden. Hat jedenfalls sein Geld nicht zurückverlangt. Sie ist im Freihafen von einem Containertransporter überfahren worden. Aha. Und der Fahrer? Sitzt in der Ausnüchterungszelle und stinkt nach Jägermeister. Sag bloß ein Unfall. Mitten im Freihafen? Was hat die da gesucht? Mensch, Leo. Immer auf der Suche nach einem großen Fall. Bleib mal auf dem Boden. Entschuldigung. Ich verstehe wirklich nicht, warum Sie sich so sehr dagegen sträuben.
Ich kaufe Ihnen Ihre Bilder ab und Sie malen sie ein bisschen um für mich. Mir gefallen Ihre Bilder, wirklich. Aber Rot kann ich in meiner Praxis einfach nicht gebrauchen. Aber so arbeite ich nicht. Sie können doch nicht von mir verlangen. Oh, entschuldigen Sie. Ja? Hallo, Schatz. Die Stuckleisten absetzen? Haben Sie den ganzen Tag gesteckt? Schöner Anzug. Armani? Wen interessiert das? Ober. Ein Black Label. Black Label, Schuss Wasser, Spritzer Zitrone. Tut mir leid. Wo waren wir stehen geblieben? Was? Oh, ich kann das nicht machen. Ich könnte ganz neue Bilder malen, die für Ihre Farbwünsche eingehen, aber auf keinen Fall werde ich alte Arbeiten verändern. Was haben Sie eigentlich gegen Rot? Denken Sie doch mal an meine Patienten. Wenn die im Wartezimmer sitzen und hinten kreischt der Bohrer, dann will ich nicht unbedingt, dass sie gleich an Blut denken. Außerdem möchte ich keine neuen Bilder. Ich will genau diese. Aber in lila. Lila. Was war mit der Nutte? Sie hatte so einen seltsamen Unfall. Schön. Haben Sie das Gästebuch wieder? Selbstverständlich. Das war knapp. Der hätte sie vernichtet, einfach so. Er ist einen Schritt zu weit gegangen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Müssen Sie unbedingt mal probieren. Meeresfrüchte sind gut für die kleinen grauen Zellen. Eine halbe Stunde. Länger würden Sie dafür nicht brauchen. Und was bitte ist denn so schlimm daran? Das ist wie Malen nach Zahlen. Dafür brauchen Sie mich nicht. Na gut, dann male ich mir die Bilder eben selber um. Oder meine Frau. Die kann auch ganz hübsch zeichnen. Ja, dann fragen Sie doch Ihre Frau, ob sie die Bilder für Ihr Wartezimmer malt. Mhm. Er würde seinen Namen Würde gerne aus dem seinen Namen- Gästebuch löschen. Gästebuch löschen. Miese Ratte. Weißer Westen gibt's 0 Tarif. Einer für Hamburg. Er wird nicht locker lassen. Informationen fest. Bankett. Wollen Sie noch ein bisschen Wein? Wollen Sie Wein? Hören Sie mir überhaupt zu? Natürlich. Wissen Sie, es gibt andere Künstler aus Ihrem Bereich, die würden sich darum reißen, einen solchen Auftrag zu bekommen. Aus meinem Bereich? Naja, behinderte Künstler sind doch ganz groß im Kommen. Spätestens seit dem Durchbruch der Psychiatriekunst. Vielleicht sollten Sie sich dort mal umschauen. Lila ist angeblich die Lieblingsfarbe der manisch-depressiven. Wie darf ich das jetzt verstehen? Was soll das? Also wissen Sie, das hat man das letzte. Also Ja, endlich. Er kann nicht so einfach die Spielregeln ändern. Sollte wissen, dass er damit seine Gesundheit gefährdet. Kommen wir langsam ins Gespräch. Sagen Sie die 4 magischen Worte und wir sind im Geschäft. Bringen Sie ihn um. Legen Sie das Kapital. Ist doch wunderbar. Können Sie noch mal wiederholen, wie Sie die Unterhaltung mitgekriegt haben?
Ich sagte doch schon, ich kann Lippen lesen. Quer durch das ganze Lokal. Wieso hören Sie mir nicht zu? Ich habe gesehen, wie ein Mann einen anderen angeheuert hat, um einen Mord zu begehen. Aber einen Namen haben Sie nicht genannt. Nein, aber dieses Festbankett. Wenn Sie rausfinden würden, von welcher Veranstaltung Sie gesprochen haben, könnten Sie diesen Mord vielleicht verhindern. Können Sie jeden Buchstaben von meinen Lippen ablesen? Nein. Manche Buchstaben sehen gesprochen fast gleich aus. Zum Beispiel NTD, verstehen Sie? Das ist schwer zu unterscheiden. Es ist eine Folge von Lippenbewegungen, die einen Satz ergibt. Klar? Und wenn man etwas nicht mitbekommt, schließt man die Lücke so, dass der Satz Sinn macht. Also raten. Naja, Also rein theoretisch könnte der Mann auch einen Kellner angesprochen haben. Bringen Sie ihm rum. Und Sie raten intuitiv und machen daraus, bringen Sie ihn um. er hat aber nicht mit dem Kellner gesprochen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Können Sie die Männer beschreiben? Ja. Sie sahen aus wie zwei Geschäftsleute. Beide sehr gut angezogen, besonders der Ältere. Armani, glaube ich. Armani? Sagten Sie nicht, Sie hätten keine Namen genannt? Das hat er angehabt. Armani ist ein Modedesigner. Er war Ende 40, groß, graumeliertes Haar. Und er hat einen Scotch bestellt. Black Label mit einem Spritzer Zitrone und einem Schuss Wasser. Das wird uns sicher weiterhelfen. Ich habe jede Menge Zeit, mein Freund. Die ganze Nacht, wenn es sein muss. Morgen früh, da koche ich uns einen Kaffee. Und wir machen weiter wie beide, bis du das Maul aufmachst. Lohmann. Für heute hat er genug. Aber wieso denn? Der hat sich doch den ganzen Tag in der Ausnüchterungszelle... Kommen Sie lieber pünktlich zum Dienst, bevor Sie auf Superbullen machen. Kackvogel. Ups. Leo? Das ist der toxikologische Bericht von dem Mädchen. Dafür muss ein kolumbianischer Kooperbauer ganz schön pflücken. Ein paar Ecstasy hat sie auch geschluckt. Das ist gut. Kokainrückstände am Körper, unter den Fingernägeln, auf den Brüsten, im Bauchnabel und im Vaginalbereich. Sie völlig high und der da total besoffen. Klingt nach einem saublöden Unfall, findest du nicht? Du wirst noch öfter mit Kunden essen gehen. Das gehört einfach dazu. Denn wenn du dich gut verkaufst, dann verkaufen sich auch deine Bilder. Glaubst du wirklich? Na klar. Die Käufer wollen sich wichtig vorkommen. Und später, wenn du dann berühmt bist, dann können sie damit angeben, dass sie mal mit dir ein schönes Abendessen hatten. Und dafür lassen sie natürlich auch kräftig was springen. Ich kann das einfach nicht. Und was ist denn los? Was hast du denn? Nichts.
Ich bin ein bisschen nervös wegen Freitag. Da, 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 da. 6.000 Mark? Wofür? Für dich. Als Vorschuss. Damit du dich besser konzentrieren kannst auf die Ausstellung. Das kann ich nicht annehmen. Ach, bitte. Aber steck nicht wieder alles in deinen alten Kasten, ja? Aber das muss ich. Ich will das Haus behalten. Ich liebe es. Es gehört in meinem Opa. Oh, kauf dir doch mal was Schönes zum Anziehen oder hab einfach Spaß. Ich habe Spaß beim Renovieren. Was ist, wenn die Leute meine Bilder nicht mögen? Tja, dann wirst du mir allerdings alles bis auf Heller und Pfennig zurückzahlen. Teller waschen. Tobi, ich glaube an dich. Die Ausstellung wird ein Erfolg und damit basta. Hm? Danke, Margaret. Spar dir die Geschichte für deine Memoiren. Ich wollte anrufen, wirklich. Na sicher. Ich hab satt, mich immer nur nach dir zu richten. Ich brauche auch mal jemanden, der für mich da ist. Ich weiß. Ich habe mich wie ein Arsch benommen. Stimmt. Warum gehen wir heute Abend nicht zum Franzosen? Ich kann nicht. Die ganze Abteilung muss Überstunden schieben. Wir nehmen uns wieder mal eine Bank vor. Was ist denn diesmal dran? Merck und Opitz. Ey, das ist vertraulich. Wenn deine Abteilung meine Geheimkunden findet, kannst du den Franzosen vergessen. Also gut. Morgen Abend um 8. Aber lass mich nicht warten. Tag. Ja, ich weiß, ich bin spät dran, tut mir leid. Oh, gibt's was Neues von Miss Leipzig? Außer einer traurigen Kindheit nichts Bewegendes. Gibt's was Neues vom Fahrer? So, der kann tatsächlich reden. Der behauptet auf einmal, dass ein Wagen auf dem Pier geparkt war. Der kann zwar nicht sagen, welche Marke der war, geschweige denn welche Farbe, ob hell oder dunkel, aber ein Wagen. Hat er gesehen. Also ich tippe mal auf weiße Mäuse. Die kann man leicht mit Autos verwechseln. Fahr doch mal hin. Vielleicht hat jemand was gesehen. Mehr haben wir im Moment sowieso nicht. Was machst du da? Ich bin meine Tochter im Krankenhaus. Ja, bitte? Tannau, Kriminalpolizei. Störe ich? Nö, kommen Sie rein. Gefällt's Ihnen? Ich verstehe nicht viel von Kunst. Brauchen Sie auch nicht. Danke. Die meisten Leute denken zu viel nach, statt einfach zu sagen, ob sie es mögen oder nicht. Also, Frau Tillmann, Sie hat ein Rendezvous in diesem Restaurant im Sacré-Cœur. Sagen Sie Laura. Frau Tillmann klingt so nach Schullehrerin. Finden Sie nicht? Rendezvous würde ich es nicht gerade nennen. Das war mehr ein Geschäftsessen. Ein Zahnarzt möchte einige meiner Bilder für seine Praxis kaufen. Gratuliere. Danke. Und er hat die beiden Männer nicht gesehen oder was von der Unterhaltung mitbekommen? Nein, er hat mit dem Rücken zu Ihnen gesessen. Also er hat ganz sicher keinen der beiden Männer gesehen? Nein, bestimmt nicht. Ich glaube Ihnen. Es ist nur so, das Gespräch, der Mordauftrag, wie Sie das mitbekommen haben, das ist doch schon eher ungewöhnlich. Für Sie vielleicht, für mich nicht. Ja. Und einer der beiden Männer hat Black Label Scotch getrunken mit Wasser und Zitrone, das wissen Sie genau. Mhm. Ist es wichtig? Ach nein, das ist nur ein interessantes Detail. Wohnen Sie alleine hier? Ja. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, nein.
Ja, vielen Dank für den Kaffee. Danke, dass Sie für mich Zeit hatten. Dafür bin ich ja da. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist mit dir los? Den hast du früher noch gekriegt? Du bist langsam alt, mein Lieber. Warum sagst du das? Ich werde dir trotzdem den Arsch versohlen, Billy. Spiel läuft noch. Ja, nicht mehr lange. Weiter geht's. Hast du Konten bei Merck und Opitz? Die werden bald Besuch kriegen. Nein. Aber danke für den Tipp. Hast du neulich im Sack geklungen gegessen? Spionierst du mir nach? Nein. Jemand hat dich gesehen, ein Mädchen. Ja? Eine, die du vögelst, oder was? Nee. Sie fällt eher unter die Kategorie, oder was? Sie ist taub. Kann von den Lippen lesen. Na, klingelt's? Kennt die mich? Nein. Hat nur einen Haufen beunruhigendes Zeug erzählt. Steht alles schön protokolliert bei uns im Zentralrechner. Erteilst du neuerdings Mordaufträge, Helmut? Bist du verrückt geworden? Ich erzähle nur, was sie gesagt hat. Wen will ich denn angeblich umbringen lassen? Das wusste sie auch nicht, nur dass es auf einem Festbankett stattfinden soll. Sagt ihr das was? Festbankett? Was ist denn das hier? Stille Post? Und ein Gästebuch. Ist dein Verhör jetzt beendet? Ja, klar. Du verlierst. Nicht schlecht, oder? Wenn der Bau hier fertig ist, werde ich mein neues Büro hier einrichten. Was ist los mit dir? Ich will aussteigen, Helmut. Wovon redest du? Vom Job, von der Stadt. Ich wach morgens auf und frag mich, warum ich das alles noch mache. Weil du mich zum Freund hast, Billy. Ich bin immer ganz gut alleine klargekommen. Das sehe ich aber anders. Helmut, Helmut, bitte hilf mir. Mein Arsch ist in Schwierigkeiten. Ist ja gut, ich weiß es. Hätte nicht gut ausgesehen an dir, so ein Disziplinarverfahren. Dein Glück, dass du einen seriösen Geschäftsmann als Zeugen hattest. Ja, du warst mein Ticket in die Freiheit. Ich habe das nicht vergessen. Ich auch nicht. Billy, ich brauche dich noch ein bisschen da, wo du bist. Nur eine kurze Zeit. Na komm. Siehst du die alten Ladedocks da hinten? Ja, klar. Was ist damit? Da wird bald der modernste Frachthafen Europas entstehen. Und du wirst ihn bauen. Leider ist der Hafendirektor nicht ganz einer Meinung mit mir. Mannheim. Der kandidiert doch für den Senat. Ja, genau. Und sein Motto lautet, rettet den alten Hafen. Weiß doch jeder, dass Politiker ihre Wahlversprechen nicht einhalten. Ja, das mag schon sein, aber bis dahin bleibt mir nur mein Image. Mein Image als seriöser Geschäftsmann. Ah, weißt du, Image ist alles. Wenn dieses Mädchen mich jetzt mit falschen Anschuldigungen in den Dreck zieht, dann wird Mannheim mich kreuzigen. Wenn ich jetzt in die Schlagzeilen komme, habe ich keine Chance mehr auf das Hafenprojekt. Verstehst du? Ja, klar. Was soll ich machen?
Schön, dass Sie Zeit hatten. Hallo, Laura. Tag, Herr Tannauer. Tannauer klingt so nach Schullehrer, finden Sie nicht? Billy. Billy. Was steht denn auf Ihrem Ausweis? Wenn ich Ihnen das sage, lachen Sie eine Woche. Ich werde nicht lachen. Friedhelm. Entschuldigung, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin darüber hinweg, alle nennen mich Billy. Billy gefällt mir. Hey, Billy, alles klar? Laura, das ist Pete. Pete, das ist Laura. Vorsicht, das ist ein Pirat. Hallo. Endlich Land in Sicht. Ich habe Sie gewarnt. Was wollen Sie trinken? Gin Tonic? Machst du 2? Kriege ich hin. Moment, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber was wird das? Ich spann hier gerade eine Freundin aus. Das habe ich gemerkt, aber seit wann kannst du Gebärdensprache? Meine Schwester ist gehörlos. Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Ja, einem Typen wie dir erzähle ich ja auch nichts von meiner Schwester. Was soll das denn heißen? Nachdem du dich jetzt ausgequatscht hast, kann ich meine Drinks haben? So, Jungs, einer von euch muss es mit mir tanzen. Billy, kannst du mal kurz die Bar übernehmen? Ich kenne mich hier nicht aus. Ich mag Musik, die man fühlen kann. Der Kapitän steuert den Hafen an. Im Interview Heinrich Mannheim, einer für Hamburg. Einer für Hamburg. Der Kapitän steuert den Hafen an. Der Kapitän, Kapitän, Kapital. Legen Sie das Kapital an. Legen Sie den Kapitän um. Legen Sie den Kapitän. Legen Sie den Kapitän um. Legen Sie den Kapitän um. Legen Sie den Kapitän um. Herr Mannheim? Ja. Heinrich Mannheim? Ja. Herr Mannheim, würden Sie mir bitte ein Autogramm geben? Gern.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ach, Herr Mannheim. Ja? Schönen Gruß von der kleinen Drecksnutte. Was? Wer sind Sie? Das können Sie doch nicht machen. Stimmt, Heinrich. Entschuldigung, was ist hier los? Der Heinrich Mannheim ist ermordet worden. Was? Mannheim, der Senatskandidat. Guten Morgen allerseits. Heute Morgen ca. 8 Uhr wurde Achtung! Morgen. Heute ist ja die Hölle los. Hey, warte mal. Unten wartet eine Laura Tillmann auf dich. Sie hat deine Visitenkarte vorgezeigt. Keine Ahnung, was mit der los ist. Sieht ziemlich verängstigt aus. Ja, danke. Laura? Was ist denn? Laura? Der Mann im Restaurant. Er hat nicht von Kapital gesprochen. Er sagte, legen Sie den Kapitän um. Hey, ganz ruhig. Wie kommen Sie da jetzt erst drauf? Was? Sind Sie okay? Mein Hörgerät ist kaputt. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal, ja? Der Mann im Restaurant ist Mannheims Mörder. Mannheim? Was wissen Sie darüber? Jetzt warte mal, Leo. Sind Sie ganz sicher? Warten Sie einen Moment. Wer ist das? Kennst du sie? Was meint sie denn? Sie ist eine mögliche Zeugin, okay? Ich will aber nicht, dass Ihr Gesicht in sämtlichen Nachrichten auftaucht. Du willst doch immer den Helden spielen. Das ist jetzt unsere Chance, Leo. Du willst auch nicht, dass Krupp die Lorbeeren anstreicht, richtig? Richtig. Vertrau mir. Okay. Wir kümmern uns darum. Ich bringe Sie jetzt nach Hause. Ich muss zu meinem Akustiker. Kein Problem. Scheiße! Laura, das ist doch nicht die Welt.
10 Tagen haben Sie ein neues Hörgerät. Sie müssen langsam sprechen. Ich muss von Ihren Lippen lesen. Haben Sie das nicht kapiert? Entschuldigung. Ihr Hörgerät, warum dauert das so lange? Wenn das nicht alles richtig sitzt und eingestellt ist, höre ich nur ein Pfeifen. Dann besser gar nichts hören, oder? Ja, besser gar nichts hören. Einfach Totenstille. Und es ist kalt. Was ist denn? Es klingelt. Ich mach das schon. Was willst du denn hier? Ich dachte, ich bringe das Familienalbum vorbei. Muss das jetzt sein? Ich will ja nicht zum Essen bleiben. Tag, Frau Tillmann. Ist zwar einfacher am Computer, aber so geht's auch, nicht wahr? Wenn Sie ein Bild finden, das in Frage kommt, sagen Sie Bescheid. Die Bilder sind alphabetisch sortiert und nach Alter und Größe unterteilt. Lassen Sie sich Zeit, sehen Sie sich jedes Bild genau an. Mann, Leo, sie ist taub. Oh, tut mir leid. Ja, lass mal gut sein, komm. Ja, Krupp hier. Nein, wir löschen allerdings keine Berichte. Aus meiner Abteilung unmöglich. Wer? Lohmann? Verstehe. Was stand denn in dem Bericht? Wissen Sie nicht. Wer hat ihn aufgenommen? Dann finden Sie es raus. Lohmann. Sie brauchen das jetzt nicht zu machen. Danke. Wann haben Sie eigentlich Ihr Gehör verloren? Mit 7. Interessiert Sie das wirklich? Klar. Ich hatte eine Hirnhautentzündung. Mein Vater hat das ziemlich mitgenommen. Er hat sich geweigert, die Gebärdensprache zu lernen. Ich glaube, er hat sich für mich geschämt. Wäre Ihnen jemand peinlich, der mit den Händen spricht? Ich hatte mal eine italienische Freundin. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, taub auf die Welt gekommen zu sein. Naja, ich bin mit meinem Gehör aufgewachsen. Wenn ich die Bäume im Wind betrachte, dann kann ich das Rascheln der Blätter in meinem Kopf hören. Und ich bin irgendwie mit den Geräuschen verbunden, obwohl ich sie nicht mehr hören kann. Also, nicht mehr so wie früher. Man könnte sagen, dass ich sie sehen kann. Richtig still wird's erst, wenn ich meine Augen schließe. Das ist er. Das ist der Mann. Sind Sie sicher? Was soll das werden, Billy? Mord, Helmut. Bist du wahnsinnig geworden? Keiner von uns hat das gewollt, Billy. Das musst du mir glauben.
Du willst ein paar Faschistenhäuser bauen und lässt dafür Mannheim über die Klinge springen? Siehst du das da? Das war Mannheim. Er hat irgendeine Schlampe engagiert, um eine Festplatte zu stehlen. Schlampe, Festplatte? Lass das Mädchen. Aber mein kleines Gästebuch. Auf diesem Rechner sind alle Geschäftsverbindungen der letzten 10 Jahre gespeichert. Weißt du überhaupt, wer meine Geschäftspartner sind? Das Lexikon des internationalen Verbrechens, Mafia, Yakuza, nenn es wie du willst. Bei jedem Bau, den ich errichte, sind diese Jungs mit ihrem Geld dabei. Und darüber legst du eine Datei an. Ich habe dich immer für clever gehalten. Was soll ich machen? Kopfrechnen? Das ist kein Bauchladen hier. Gottverdammt, Billy, wir sind Freunde. Als du damals diesen miesen Zuhälter halb totgeschlagen hast, habe ich dir eine Moralpredigt gehalten. Habe ich dir irgendwelche Fragen gestellt? Nein. Nein. Ich habe eine Falschaussage gemacht, um dich da rauszuhauen. Ich habe meinen Arsch für dich riskiert, ohne zu zögern. Und jetzt bin ich in Schwierigkeiten, Billy. Bitte. Hilf mir. Wieso lässt Mannheim bei dir einbrechen, um da ranzukommen? Was glaubst du, wer seine steile Karriere mitfinanziert hat? Er ist natürlich auch auf dieser Festplatte. Genau wie du. Was sagst du da? Du hast in den letzten Jahren eine Menge Geld von mir kassiert, Billy. Wo ist die Festplatte? In Sicherheit. Kannst dich bei Zuto bedanken. Das Mädchen hat ihn identifiziert. Und du kannst von Glück reden, dass ihr Begleiter euch nicht gesehen hat. Du hast mir nicht gesagt, dass sie in Begleitung war. Markus Dietrich, irgendein Zahnarzt. Helga? Ja? Keine Patienten mehr? Nee. Erst um 2 Uhr wieder. Gut, dann bringen Sie die Abdrücke in die 4 und machen Mittagspause, ja? Danke. Hallo? Ja? Guten Tag, Franz Becker. Ihr 3 Uhr Termin. Könnten Sie mich nicht vorziehen? Ich halte es nicht mehr aus. Tut mir leid, wir haben jetzt Pause. Kommen Sie doch um 2 wieder. Bitte geben Sie mir wenigstens etwas gegen die Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Was weiß ich? Setzen Sie mir doch so. Legen Sie die bitte wieder hin, das ist kein Spielzeug. Was wollen Sie? Bitte, ich tue ja alles, was Sie verlangen. Wirklich. Selbstverständlich. Das weiß ich. Ja. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass Sie mir auch nur die Wahrheit sagen. Das verstehen Sie doch. Jetzt sag mir, wo ich deine kleine, süße Freundin finde.
Also, geht doch. Sie wollten mich sprechen? Ja, nehmen Sie bitte Platz. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Hat Lohmann vielleicht Probleme zu Hause? Wieso fragen Sie nicht selbst? Unser Verhältnis ist nicht gerade das Beste. Ich habe gehört, dass er des Öfteren während seiner Dienstzeiten fehlt. Ist mir nicht aufgefallen. Steckt er in Schwierigkeiten? Ja. Ein Bericht aus seinem Rechner ist gelöscht worden. Wenn Sie irgendwas darüber wissen, dann sagen Sie es bitte jetzt. Sie glauben doch nicht, dass... Was ich glaube, spielt keine Rolle. Ich versuche nur Gründe für sein Verhalten zu finden. Hören Sie, mit seinem mickrigen Beamtenlohn versucht er, 3 Kinder großzuziehen. Die jüngste ist schwer krank, angeborenes Herzleiden. Da können einem schon mal die Nerven flattern, oder? Habe ich Sie erschreckt? Nein, Tut mir leid, das wollte ich nicht. ich war nur in Gedanken. Ja, ich bin zufällig vorbeigelaufen und habe das Plakat im Schaufenster gesehen. Tillmann. Tillmann, Tillmann, Tillmann. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht Laura Tillmann sein könnte. Ja. Sie kennen Laura? Ja, ja. Wie man es nimmt. Ich sag mal, hast du Stress? Mit Krupp? Nee. Was mit deiner Kleinen? Hat sie irgendjemanden auf den Fotos erkannt? Leider nicht. Was erwartest du? Sie behauptet, dass sie in einem vollbesetzten Lokal von irgendwelchen Lippen einen Mordauftrag abgelesen hatte. Hm? Alle mal herhören. Wer kann das hier übernehmen? Ist gerade reingekommen. Das Opfer ist Zahnarzt. Dr. Markus Dietrich. Wir sind frei. Was ist mit Mannheim, Chef? Wir haben vielleicht eine erste Spur. Das LKA hat eine Sonderkommission gebildet. Der Fall ist eine Nummer zu groß für Sie, Lohmann. Du mich auch, du Kackvogel. Wow, du siehst super aus. Wie hältst du dir die ganzen Kerle vom Leib? Du überschätzt die ganzen Kerle. Oh Mann, langsam werde ich wirklich nervös wegen der Vernissage. Dazu besteht überhaupt kein Grund. Wir haben einen neuen Interessenten und der sieht richtig reich aus. Margret. Oh, sorry. Du hast einen neuen Fan. Ja, vielleicht. Nein, sicher. Er heißt Becker und ist ein super reicher Super Arsch. Und er will dich kennenlernen. Wow. So, jetzt an die Arbeit. Wieso hat der Christian mit dir geschimpft? Nein, ich bin nicht böse. Versprochen. Mama ist doch im Krankenhaus bei Patricia, weißt du doch. Ich komme bald nach Hause, Schatz, ja? Gib mir den Christian. Gute Nacht. Christian, ich kauf dir ein neues. Ehrenwort, mein kleiner Mann. Nein, du bist mein großer Mann, entschuldige, weißt du doch. Streitet euch nicht, ja? Ohne dich bin ich zu Hause aufgeschmissen, weißt du doch.
Willi, wo gehst du hin? Hier wohnen Sie? Konkursverkauf. Ich habe einen guten Preis bekommen. Ist zwar nichts Besonderes, aber es gehört mir. Sie haben ja doch Schmerzen. Geht schon wirklich. Zu fest? Nein, ist gut so, danke. Sie sind was Besonderes. Hoffen Sie jetzt auf den Samariter-Effekt. Nein, ich meine Ihre Art, wie Sie so sind. Wie bin ich denn? Unbeschreiblich. Danke. Wofür? Ich vertraue Ihnen. Ich bin nicht vertrauenswürdig. Vielleicht will ich das Risiko eingehen.
Herr Rödler, gibt's das Neues vom Freihafen? Freihafen. Ach, das tote Callgirl, ich hab's noch nicht geschafft. Na, super. Ich habe meine Frau seit 3 Wochen nicht gesehen. Schöne Grüße, es geht dir prima. Lass dir ruhig Zeit. Leck mich. Billy, wo steckst du denn? Vor dem Haus deiner Kleinen gab's gestern Nacht eine Riesenballerei. Wir kommen an, keine Sau mehr da. Ich weiß. Es wurde auf sie geschossen, ich bin dazwischen gekommen. Ist sie okay? Den Umständen entsprechend. Bist du ihn erkannt? Nein, habe ich nicht. Ging alles viel zu schnell. Da ist doch was dran an ihrer Geschichte. Vielleicht ist sie der Schlüssel zur Mannheim-Sache. Du musst sie unbedingt mitbringen, damit wir ein Phantombild von dem Kerl machen können. Fall tot und Kanone. Niedlich, die Kleine. Halt die Klappe. Moment mal, Sie können hier nicht so einfach rein. Sie brauchen hier einen Termin. Billy? Mach die Tür zu, von außen. Okay. Was fällt dir ein, hier so einfach reinzuplatzen? Du spielst mir was auf deiner Violine vor, drückst mächtig auf die Tränendrüse und kaum dreh ich dir den Rücken zu, rennt dieser Zutu wieder morden durch die Gegend. Wir hatten abgemacht, dass ich das erledige. Auf meine Art. Die Abmachung gilt noch. Seit eurer kleinen Auseinandersetzung ist ihm die Sache zu heiß geworden. Er hat die Stadt verlassen. Willst du mir vielleicht weismachen, dass der ohne Auftrag mal locker so ein paar Morde begeht, weil man in Hamburg so nicht töten kann? Nein, der Mann war nur gründlich. Was man von dir nicht gerade behaupten kann. Es ist nicht angenehm, im Gefängnis zu sitzen. Ganz besonders für Polizisten. Ich habe dich damals davor bewahrt. Ich kann das auch heute noch. Was willst du damit sagen? Wer hat mir denn von diesem Markus Dietrich erzählt? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber für mich ist das Beihilfe zum Mord. Na komm, Billy. Ist doch nur ein kleiner Schritt. Unfälle passieren jeden Tag. Heute ist ein schöner Tag für einen kleinen Unfall. Vergiss nicht, das Mädchen ist genauso gefährlich für dich wie für mich. Hörst du es blubbern, Billy? Wovon redest du? Ich höre es ganz deutlich. Das ist der Sumpf, in dem wir beide stecken. Du hörst es nicht, weil du schon zu tief drin steckst. Der einzige Grund, warum du noch Luft kriegst, ist der Strohhalm, den ich dir hinhalte. Das Mädchen. Billy. Das Mädchen. Wollen Sie Hand anlegen? Ich will ein paar Antworten. Ich wusste gar nicht, dass Ihr Büro aufs Klo verlegt wurde. Haben Sie den Polizeipräsidenten beim Minigolf geschlagen? Ein Bericht wurde von Ihrem PC ausgelöscht. Ich will wissen, worum es in diesem Bericht ging. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Die EDV-Abteilung hat Ihren Namen ausgespuckt. In dicken roten Buchstaben. Das ist doch absurd. Wenn ein Mann in Geldschwierigkeiten gerät, kann er schon mal ein paar Dummheiten machen. Besonders, wenn das Leben seiner Tochter auf dem Spiel steht. Für wen hältst du dich? Was weißt du schon von meiner Tochter oder von mir? Gar nichts, gar nichts! Überlegen Sie sich das sehr gut. Wo wollen Sie hin? Mein Schreibtisch räumen! Sie gehen wieder an Ihre Arbeit, verstanden? Kanauer. Was? Als du bei Krupp warst, hat er dich da über mich ausgefragt? Er wollte wissen, ob bei dir zu Hause alles in Ordnung ist. Und da erzählst du ihm von meiner Tochter? Ich wollte dir nur helfen, okay? Ah ja. So wie du mir geholfen hast, als du den Bericht aus meinem Computer gelöscht hast. Was? Ah, ich habe was gesucht. Ich muss auf die falsche Taste gekommen sein. Tut mir leid. Du machst in meinem Computer rum. Du veranstaltest eine Riesenballerei und haust einfach ab. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich wollte Laura da weghaben. Das ist ja wunderbar. Soll ich dir mal was sagen? Eine Zeugin hat den Verdächtigen in einen Mietwagen steigen sehen. Ich habe das Nummernschild bis zum Flughafen verfolgt. Der Mietwagen wurde an einen gewissen Franz Becker vermietet. Und weißt du was? Franz Becker ist gestern Nacht abgeflogen mit der Lufthansa nach Paris. Ein Wort von dir, ein Wort, ein Anruf. Und wir hätten den jetzt. Ich
weiß zwar nicht, was dein Problem ist, aber morgen früh um 8 bringst du die Kleine hierher zum Verhör. Sonst haben wir beide ein Problem. Woran denkst du? Nichts Bestimmtes. Nichts Bestimmtes. Komm, verrat mir dein Geheimnis. Ich hab keins. Lügner. Du hast bestimmt viele. Das gehört zu deinem Charme. Okay, was willst du wissen? Alles. Was du magst, wovon du träumst, bevor du Angst hast. Das ist ja ganz schön viel auf einmal. Du erzählst ja auch nicht viel. Ich wette, du hast viele Freundinnen. Eine Braut in jedem Hafen. Dann lüg mich ruhig. Ich mach mir gern was vor. Und wovon träumst du? Mir ein Segelboot zu kaufen und wegzufahren. Wohin? Weit weg. Wovor hast du Angst? Das sage ich dir nicht. Was heißt das? Das sag ich dir nicht. Lass uns morgen was gemeinsam unternehmen. Wollen wir mit dem Boot rausfahren? Könntest du den Fender reinholen? Was? Das blaue Ding da. Klar. Gib mir deine Hand! Gib mir deine Hand!
Alles okay? Danke. Soll ich dich zum Arzt bringen? Nein, ich muss noch was erledigen. Ich muss noch in die Galerie. Ja. Sehen wir uns dann später? 7:30 in der Bar? Okay. Sag, Lohmann, ja? Was ist denn mit dem tauben Mädchen? Was weißt du denn darüber? Na, ich habe ja Ihre Anzeige über den Mordauftrag aufgenommen. Als ich das mit Mannheim gehört habe, dachte ich, sie hätte vielleicht recht gehabt. Aber die von der EDV haben angerufen und rumgejammert, dass du es gelöscht hättest. Ist da was dran? Komm, vergiss es. Du sag mal, kannst du dich daran erinnern, was sie alles erzählt hat? Na klar, war ja eine süße Maus. Ja, was hat sie gesagt? Na ja, erst hat Na, hat sie dich versetzt? Ja. Wer? Die Kleine von neulich. Pete? Na und? Soll ich dich jetzt küssen, oder was? Was heißt das? Das weißt du nicht? Nein. I love you. Ich liebe dich. Hier, Schweinkram für dich. Dein Lebenslauf? Nein, das Callgirl. Du hattest recht, die Sache war nicht koscher. Ein anderer Dockarbeiter hat die Sache mit dem Wagen am Pier bestätigt. Und in diesem erste Reihe Logenplatz saß wer? Ja, komm, mach hin. Einer für Hamburg. Heinrich Mannheim. Scheiße, Billy. Hey, warte, du Komiker. Das ist gerade reingekommen über die Leitung für Gehörlose. Das muss dringend sein. Telefoniert die denn noch? Mist. Das darf doch nicht wahr sein. David, ich bin in 15 Minuten wieder da. Falls Gäste aufkreuzen, hältst du sie mit Käsehäppchen und Sekt in Schach, okay? Okay.
Laura? Laura, bist du da? Kackteil. Klasse, guck dir das an, genau die Ecke. Das war doch vorher schon, das sieht man doch. Das ist doch nicht dein Ernst, das wollen wir auf die Polizei warten. Und die Wald vor der Straße! Ja? Hier ist Linden. Hast du sie erreicht? Ja, ich komme nicht durch. Irgendwas stimmt da nicht. Versuch's weiter, ja? Okay. Was stimmt nicht? Na also. Ja. Ich bin's, du Arschloch. Wo steckst du? Billy! Warten Sie im Wagen. Waffe ist im Handschuhfach. Wenn jemand anders als ich aus der Tür kommt, fahren Sie los oder schießen Sie. Klar? Norman! Billy steckt in der Sache mit drin. Ich weiß.
ist denn los? Verschwinde! Warum tust du mir das an? Ich rufe den Krankenwagen. Ah, scheiß auf den Krankenwagen. Ich werde dich festnehmen. Ist mir sowieso lieber, wenn du das machst. Mannheim war am Hafen, als das Callgirl gestorben ist. Wo ist die Verbindung? Warum hast du Lauras Aussage gelöscht? Wen deckst du? Ein Freund. Du hast auf die falschen Freunde gesetzt. Bis jetzt haben wir doch jedes Problem gemeinsam gelöst. Das muss ich jetzt alleine machen. Komm mir nicht zu nahe. Wenn du auf mich schießen willst, musst du sie erst ins Hintergrund. Hier, Tannau. Ich brauche einen Krankenwagen in den Graumannsweg 68. Polizeibeamter angeschossen. Ende. Bist jetzt wieder der gute Bulle. Du glaubst wohl, du kannst jeden belügen und in den Dreck ziehen. Willst du mich erschießen? Ich liebe dich. Du hast keine Ahnung von Liebe. Sag ihnen, ich bin im Freihafen. Ja. Ich habe hier jemanden für dich. Das Mädchen. Ja. Sie müssen in die Klinik. Lass weg. Alles okay? Wo ist Billy? Lohmann, ist das Frau Tillmann? Sie haben's erraten. Guten Abend. Ich weiß vom Revier, dass der gelöschte Bericht mit Mannheims Tod zu tun hat. Es war Tannauer. Da wissen Sie mehr als ich. Sagt Ihnen der Name Helmut Reiger etwas? Mannheim war einer der schärfsten Widersacher Reigers und seiner Bauprojekte. Und damit hat Reiger ein Mordmotiv. Und was hat Tannauer damit zu tun? Wir haben seine Personalakte studiert. In einem Disziplinarverfahren hat Reiger Tannauer als Zeuge vollständig entlastet. Lesen Sie es von meinen Lippen, Krupp. Ich weiß einen Scheiß. Ich kann auch anders. Ihr Partner steht auf der Fahndungsliste. Ganz oben.
Was machst du hier? Billy, du musst hier weg, die wollen dich verhaften. Sie wollen dich verhaften, Hör mir Billy. jetzt zu! Wie geht's denn so, Billy? Nette Augen, deine Freundin. Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen, Laura. Warum ausgerechnet hier, Billy? Der Ort hat Tradition. Perfekt für einen kleinen Unfall. Denke das Korga. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen vor dir. Du bist ja doch noch ein guter Bulle. Tja, sie war wirklich die langweiligste Nummer meines Lebens. Koks reinziehen konnte sie wie ein Weltmeister. Aber sonst. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten, Helmut. Das müsste dir doch einiges wert sein. Ich sehe ein Segelschiff. Ein Zweimaster. Dein Ticket in die Freiheit. Hört sich gut an. Billy! 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 Komm, lass uns gehen. Immer noch der alte Lady-Killer. Ja, komm. Was ist mit der Leiche? Lass sie liegen. Was ist denn jetzt? Bring ihn um. Billy, pass auf! Wenn sie stirbt, stirbst du mit ihr. Lass sie laufen, Helmut. Es ist vorbei. Sie ist die einzige Zeugin. Lass sie laufen. Ein Schuss, Billy, und wir sind frei. Lohnt sich das für dich? Du wanderst in den Knast. Für eine Frau verrätst du deinen Freund. Wir waren nie Freunde.
bist verhaftet. Immer noch der alte Komiker, Leo. Viel Glück. Kleiner. Du wirst es brauchen können.